Kamera für Lightburn selber bauen? Oder kauft man sich für Lightburn so einen fertigen Kameraarm? Doch was lohnt sich? Lohnt sich der Eigenbau überhaupt noch? Oder lohnt sich dann doch so ein Kameraarm von Atomstack zum Beispiel? Wir schauen uns heute beide Systeme mal an. Ich habe hier einen eigengebauten Kameraarm und ich habe hier von Atomstack auch noch einen Kameraarm. Den wollen wir uns heute mal genauer anschauen, wie die Qualität so ist und wie mein Eigenbau so rausgekommen ist. Natürlich klären wir auch da so ein bisschen die Kosten ab. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele kennen mich von den anderen Laservideos, die ich schon gemacht habe. Da könnt ihr gerne mal auf dem Kanal einfach schauen. Playliste wird hier oben verlinkt. Hier Laser und Co. Könnt ihr mal reinschauen. Habt ihr viele Infos über Laser. Heute geht es aber eher so um Kamera, und zwar Kamera für Lightburn, die Anbindung, wie man sowas einbindet, wie das Ganze funktioniert und vor allem das Wichtigste ist, baue ich mir jetzt eine Kamera selber, weil ich habe mir schon mal eine selber gebaut und ich bin damit echt top zufrieden, es funktioniert und es macht das Lasern um so einiges leichter. Oder kauft man sich dann doch eher einen fertigen Kameraarm hier, so wie ich den hier aufgebaut habe. Das ist von Atomstack hier die AC1 Kamera und soll für 95% der Laser funktionieren. Aber was sind die Vor- und Nachteile so eines Systems oder auch vom Eigenbau? Das wollen wir uns heute mal genau anschauen. Wir schauen uns natürlich auch den Kameraarm genau an. Wir schauen uns auch an, wie das Ganze in Lightburn eingebunden wird, wie das Ganze funktioniert. Da gebe ich euch noch ein bisschen Tipps und Tricks dazu und natürlich auch zum Eigenbau. Jetzt kommen wir mal ganz kurz erstmal noch zum Eigenbau. Ihr seht hier, den habe ich mir selber gebaut hier. Ich habe hier einfach Aluprofile, habe hier mein Halter und alles mögliche. Ich kann euch unten alles nochmal verlinken. Ist ganz praktisch, weil man es dann hier in das vorhandene Profil bei so einem Atomstack zum Beispiel hier einfach reinschrauben kann mit Nutsteinen. Ist gar kein Problem. Wie gesagt, verlinke ich euch alles unten. Und ich habe hier ein Kameramodul mit 123 Grad Weitwinkel und eine Auflösung von 4K. Also es ist jetzt nicht die schlechteste Kamera und ich muss dazu sagen, so günstig sind die gar nicht, wenn man was Vernünftiges will. Man zahlt für so eine Kamera schon so roundabout um die 50 € nur für das Kameramodul. Gut, dann kommt natürlich der ganze andere Rest dazu. Also da kommt man schon so auf 80, 90 €, wenn man sich was Vernünftiges bauen will, kommt man schon. Was wird denn noch alles mitgeliefert bei der Kamera, außer diesem Karton hier, den wir jetzt nicht mehr brauchen? Die Kamera selber ist ganz klar. Dann haben wir diesen Kameraarm, der an 95% der Laser anzubauen ist, laut Atomstack. Wir haben dann hier noch solche Kärtchen dabei, solche Kartonkärtchen hier. Das erkläre ich euch aber später im Video, wozu wir diese brauchen. Denn hier haben wir nämlich auch eine Marienkäferkarte, das nenne jetzt ich einfach mal so. Boah, da wird man ganz blöd, wenn man drauf schaut. Die erkläre ich euch später. Und noch eine tolle Bedienungsanleitung, die auch in Deutsch verfasst ist, wo wirklich jeden Schritt einfach erklärt. Aber wie gesagt, wir werden es jetzt dann gleich nochmal zusammen machen. Kommen wir nochmal ganz kurz zur Kamera zu sprechen. Die Werte von der Kamera. Ich werde es da nicht in Detail drauf eingehen, weil das wird das Video, den Rahmen wird es einfach sprengen. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben jetzt hier eine 5-Megapixel Kamera. Jetzt sagen viele, umso mehr Megapixel, umso besser die Qualität. Nein, das stimmt nicht, denn ich habe hier nämlich eine 12-Megapixel Kamera mit 4K, aber ich habe hier einen kleineren Sensor drin. Umso kleiner der Sensor, umso schlechter die Qualität. Wir haben hier einen größeren Sensor drin, deshalb brauchen wir auch nicht diese riesen Megapixel-Anzahl hier, denn ich habe es ja schon probiert, mit dieser Kamera mit 5 Megapixel eine deutlich bessere Qualität als hier mit der 4K-Kamera. Viele werden jetzt vielleicht sagen, oh, dann nehme ich mir doch so eine billig Webcam für 20, 30 €, das wird doch ausreichen. Muss ich euch bedingt sagen, ja, es stimmt, ihr könnt so eine Kamera benutzen, ihr müsst aber darauf achten, dass ihr einen schönen Winkel habt hier, einen schönen Weitwinkel, denn mit 70 Grad müsst ihr schon auf diese Höhe hier gehen, damit ihr diesen Bereich abfilmen könnt hier. Ich habe jetzt hier einen 123 Grad Winkel und muss doch auf eine Höhe gehen von 39 cm von der bis zur Platte runter, damit ich das Ganze hier genug drauf kriege. Hier weiß ich den Winkel leider nicht.
Das wird nicht angegeben, aber Atomstack sagt, ich muss 42 cm in die Höhe. Jetzt kommt es aber. Ich habe jetzt die Kamera nicht auf 42 cm Höhe gebaut. Sie sagen es, aber ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt mal messe von der Höhe her, bin ich bei 31 cm. Und die Kamera nimmt es schon auch richtig gut auf. Es passt alles und die Verzerrung schafft Lightburn überhaupt mit kein Problem. Also das hat funktioniert, aber wir werden es natürlich jetzt gleich nochmal alle gemeinsam machen und wir werden auf diese 31 cm Höhe von dieser Kamera gehen und ich will es euch zeigen, dass es dann doch noch bei 31 cm funktioniert, weil da bin ich ja fast schon hier auf dieser Höhe von dem Laserkopf hier mit dem Schlauch oder so. Also das passt echt super. Ein Nachteil von diesen ganz billigen Webcams, wenn ihr den passenden Winkel habt, dann habt ihr natürlich auch nicht diese, ja, ich sage jetzt mal Qualität. Zum Ausrichten irgendwelcher Werkstücke oder so wird es ausreichen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel auch vektorisieren wollt, genau, man kann nämlich auch Sachen vektorisieren, da werden wir aber auch nachher nochmal drauf sprechen zu kommen. Das funktioniert, das könnt ihr mit so einer absoluten Billig-Webcam einfach vergessen, weil die Qualität dann halt doch zu schlecht ist. Wir haben da einfach hier zu viel Pixel, hier zu verpixelt und das funktioniert nicht. Schauen wir uns den Anbau nämlich an von diesem Kameraarm. Jetzt fällt euch bestimmt was auf, oder? Hier, das ist vorne bei beiden Lasern. Hier mein Eigenbau, der hat jetzt so funktioniert, dass ich ihn hinten angebaut habe. Jetzt fällt euch auf, das ist vorne. Warum ist das vorne? Natürlich könnte ich den Arm auch hinten anbringen, aber nicht hier bei dem X30. Der X30 baut nämlich hier hinten relativ weit auf. Deshalb, wenn ich den Arm hier hin mache, dann stößt dieser Motor, dieser Antriebsmotor, der stößt, wenn ich ganz hinten bin, an den Arm an. Jetzt ist das natürlich auch ganz easy gelöst, wenn ich hier eine kleine Verlängerung an das Metall hinmache oder an das Alu hinmache und den Arm noch ein bisschen nach hinten setzen kann. Ist auch überhaupt kein Problem, 2 Winkel dran und überhaupt kein Problem, das Ganze nach hinten zu versetzen. Aber wer natürlich da zu faul ist, der muss das Ganze nämlich vorne anbauen. Ja, vorne kann natürlich passieren, jetzt auch nicht bei allen vielleicht oder manchen stört es vielleicht nicht, dass es dann vorne halt ein bisschen stört, wenn man da was hinlegen will. Mich stört es jetzt eher gesagt nicht, aber ich werde mir wahrscheinlich noch hinten hier eine kleine Verlängerung bauen, damit ich diesen Arm ein bisschen nach hinten versetzen kann, damit der Steppmotor hier oben oder der Motor, einfach der Antriebsmotor, vorbeifahren kann. Das ist ja hier, wie gesagt, nicht der Fall, aber vielleicht setze ich auch solche Arme hin, das werden wir jetzt einfach mal sehen. Aber nur mal für euch zur Info. Jetzt kommen wir zu den Sachen fürs Gehäuse. Viele haben jetzt natürlich ein Gehäuse und wollen es ins Gehäuse einbauen. Ich sage, es ist trotzdem möglich. Man braucht dann halt diesen Kameraarm nicht mehr dazu, sondern man kann auf diese Kamera natürlich ins Gehäuse reinbauen. Ihr müsst jetzt einfach mal bedenken, laut Atomstack müsst ihr das Ganze ja 42 cm hochbauen. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier mit einem 31 cm versucht, also Unterfläche Kamera, und es hat trotzdem funktioniert. Also ihr müsst dann schon davon ausgehen, damit ihr eure Kamera, dass euer Gehäuse so hoch ist, damit es halt einfach noch funktioniert und der Winkel das Ganze hier einfach ja, erfassen kann. Wenn ihr das Ganze angebracht habt, könnt ihr ins Lightburn gehen, steckt die Kamera einfach an. Wir gehen jetzt mal gemeinsam ins Lightburn und schauen uns das dort an. Gut, jetzt habt ihr eure Kamera mit USB angesteckt. Jetzt sind wir im Lightburn, verbindet euren Laser mit dem Ganzen und so weiter und so fort, ist ganz klar. Jetzt müsst ihr erstmal dieses Fenster hier herbekommen. Wer das nicht weiß, wo das ist, wenn es nicht da ist, Fenster, Kamerasteuerung anklicken, dann taucht dieses Fenster hier auf. Ihr seht jetzt schon ein Bild, aber ich habe die Kamera noch nicht verbunden. Die müsste hier oben dann drin sein. Ich habe hier mehrere Kameras drin. Das ist jetzt die Atomstack Kamera. Die wählt sie einfach an und jetzt seht ihr hier schon ein Bild. Jetzt habe ich ja schon mal kalibriert, aber ich habe alles komplett verstellt, deshalb machen wir alles komplett von vorne. Jetzt habt ihr hier Ausblenden, Anzeigen und ihr seht es jetzt gerade, wenn ich jetzt hier das Ausblenden ausschalte oder einschalte, dann seht ihr hier schon mal die Arbeitsfläche hier mit Anzeigen, wenn ihr das ausmacht und ja, Anzeigen, das war das Richtige, genau. Macht es an und aus und mit Ausblenden könnt ihr das nochmal ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen stärker machen, damit ihr besser erkennen könnt, wo ihr seid. Jetzt müsst ihr einfach hier mit der rechten Maustaste draufklicken und auf Kameralinse kalibrieren gehen. Öffnet sich ein neues Fenster, ihr wählt die Kamera einfach aus,
macht Standardobjektiv. Hier müsst ihr nichts auswählen, keine, und geht es einfach mal auf Weiter. Jetzt haben wir ja diese Marienkäferkarte hier, die weiße, und die brauchen wir jetzt dazu. Jetzt ist eigentlich ganz einfach alles im Lightburn erklärt. Ihr müsst jetzt einfach nur den Anweisungen Folge leisten. Das Honeycomb könnt ihr ausschalten und ihr legt jetzt einfach mal diese Musterkarte, legt sie einfach mal in die Mitte des Lasers und der Laser wird jetzt sagen, legt es bitte hier hin und dann erfassen klicken. Das machen wir jetzt Ganze mal. Ich lege jetzt mal die Karte einfach hin, wenn ich sie finde. Jetzt müsst ihr hier eigentlich nur erfassen klicken und ihr seht jetzt hier, Bild wurde gefunden und jetzt sagt er hier auch, die Qualität ist great, ist sehr gut. Alles, was unter 1.0 ist, ist noch gut. Alles, was drüber ist, wird er nicht annehmen, müsst ihr die Karte nochmal neu hinlegen. Aber hier 0.3 ist ein sehr guter Wert und dann könnt ihr einfach auf Next klicken. Und diesen Schritt, den macht ihr jetzt wirklich nach Anleitung von Lightburn. Das heißt, ihr legt die Karte hier unten hin, macht das gleiche nochmal und so macht ihr die ganzen Schritte bis ans Ende und wir sehen uns auch gleich wieder oder hören uns auch gleich wieder. Jetzt sind wir schon mal fertig mit der Kalibrierung der Kamera. Jetzt müsst ihr nur noch abschließen klicken, dann seid ihr schon mal fertig. Jetzt seht ihr hier diesen Bereich hier und die Musterkarte liegt noch. Jetzt fahrt ihr euren Laser, das würde ich jetzt gleich machen, fahrt ihr euren Laser gleich mal in die Home-Position hier, damit der ausgerichtet ist. Gut, jetzt ist er in Home-Position. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt müssen wir nämlich hier nochmal klicken mit der rechten Maustaste, Kameraeinrichtung, Ausrichtung kalibrieren und jetzt könnt ihr auf die Kamera nach oben klicken hier, ist kein Stress, jetzt wählt ihr die Kamera auch nochmal aus. Jetzt seht ihr hier diesen Bereich, geht ihr auf Weiter. So, und jetzt kommt's. Jetzt habt ihr ja diese Kartons, diese kleinen Kartons, die mitgeliefert worden sind. Die braucht ihr jetzt, weil wir machen jetzt nämlich einen Test-Laser-Teil hier. Diese Sachen hier, die werden wir jetzt auf diesen Karton lasern. Diese 5 Sachen. Deshalb legt ihr in eurer Ecke diesen Karton hier einfach hin. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz hier mit diesem Karton. Die haben auf der Rückseite die Klebestreifen. Die könnt ihr dann hier auch auf eure Arbeitsfläche draufkleben, damit die nicht rumfliegen. Und die macht ihr jetzt in alle 4 Ecken und 1 in die Mitte. Denn ihr habt ja gesehen, wir lasern diese Sachen hier drauf. Diese Muster hier drauf, aber jetzt komme ich zu diesem Aber. Ich mache den nochmal kurz weg, diesen Laser hier, denn ich werde was anderes machen. Ihr könnt das Ganze mit den Karten machen, ist überhaupt kein Stress. Aber ich habe mir eine Musterplatte gelasert hier, die schaut so aus. Das ist einfach eine ganz dünne MDF-Platte oder was auch immer hier und die habe ich hier reingelegt und ich habe noch kleine Nägel dazu gemacht. Denn ich habe hier diese Nägel, könnt ihr erkennen, ich habe hier kleine Löchchen gebohrt in meine Platte und diese Platte kann ich dann immer wieder verwenden und es ist immer wieder an derselben Stelle. Also das heißt, ich habe jetzt hier, mache ich das Ganze hier rein, das ist eine fixe Position der Platte hier. Da werde ich meine Sachen dann drauf lasern, beziehungsweise ich habe es ja schon drauf gelasert und somit kann ich immer wieder neu ausrichten an dem Laser, wenn irgendwas verstellt ist, ohne diese Kärtchen wieder mühselig hier hinzulegen und alles neu zu machen. Nee, ich brauche jetzt nur diese Holzplatte nehmen, die habe ich einmal gelasert und kann sie immer und immer wieder neu verwenden. Weiter im Programm hier zeige ich euch mal die Einstellungen. Wenn ihr jetzt diese Kartons verwendet, diese ganz flachen Kartonstückchen, dann müsst ihr hier keine Materialstärke einstellen. In meinem Fall, wenn ihr so ein Holzbrettchen nehmt, was ich jetzt hier habe, das sind 3 mm MDF, dann trage ich hier 3 mm ein. Jetzt kommen eure Laserwerte, die ihr einstellen müsst. Wenn ihr auf Karton lasert, wäre das bei meinem X30, wären das 4000 Geschwindigkeit bei beiden Linie und Füllen und eine Laserstärke von 15%. Das wird für Karton absolut ausreichen. Und das stellt es einfach je nach eurem Laser natürlich jetzt hier ein. Jetzt gibt Atom Stark aber hier vor, dass man hier 200 eingibt.
mit einer Fläche von 400 auf 400, Arbeitsfläche 400 auf 200, nee 400 auf 400, 200. Jetzt ist bei mir aber aufgefallen, dass es dann nicht funktioniert, weil es dann jedes Mal eine Fehlermeldung bringt und ich bin über dem Bereich draußen. Warum auch immer. Deshalb habe ich euch den Tipp, es ist im Endeffekt nur der Maßstab, was diese Kästchen hier drauf gelasert werden. Das funktioniert auch mit einem anderen Maßstab. Ich habe es versucht mit 190, es funktioniert top. Deshalb gebe ich hier 190 ein. Ihr könnt es gerne mal 200 probieren. Wenn ihr eine Größe von 400 auf 400 Arbeitsfläche habt, probiert es halt mal 200. Wenn er nicht meckert, alles gut, könnt ihr dann machen mit 200. Wie gesagt, bei mir hat er gemeckert, deshalb mache ich einen Maßstab von 190. Funktioniert aber trotzdem. So, jetzt könnt ihr nochmal einen Test abfahren. Natürlich müsst ihr euren Laser von der Höhe nochmal einstellen, fokussieren, damit er richtig auf dem Karton lasert. Und dann könnt ihr das Ganze nochmal abfahren. Dann fährt er nochmal den Rahmen ab hier und könnt auf Start klicken. Ich habe das Ganze ja schon gemacht. Er lasert, wenn er Start macht, lasert er diese 5 Punkte hier. Einmal hier, einmal hier, einmal hier und einmal in der Mitte. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, geht es einfach auf Weiter. Jetzt müssen wir das Ganze auch nochmal einstellen hier. Jetzt seht ihr natürlich, der Laser ist hier im Weg. Deshalb kann ich hier mit diesen Tastern diesen Laser wegfahren. Seht ihr schon, jetzt fährt er aus dem Bild raus. Damit ich schön an diese gelaserten Sachen komme, sage ich einfach Bild aufnehmen und klicke auf Weiter. Jetzt müssen wir das Ganze hier nämlich anklicken hier. Und zwar könnt ihr jetzt mit der Maus einfach hier rein scrollen. Ihr seht schon, wenn ich jetzt mega groß mache, dann ist es doch echt relativ gute Qualität. Und jetzt könnt ihr hier mit einem Doppelklick, müsst ihr hier ein Kreuz setzen. Seht ihr hier ist das Kreuz und hier müsst das Kreuz rein. Das macht sie jetzt natürlich bei allen 4 Punkten. Und jetzt seht ihr schon, hier kommt ein Rahmen automatisch hin. Ihr könnt jetzt die Punkte schon noch versetzen, wenn ihr hier, ich sage jetzt mal, ein bisschen falsch gelegen habt beim Klicken. Braucht ihr einfach nochmal Doppelklick drauf machen, dann habt ihr das Ganze nochmal versetzt. Umso genauer ihr hier arbeitet, umso genauer wird es auch nachher dann von der Fläche her. Wir haben das Ganze jetzt fertig, es ist super genau hier bei mir und wir können das Ganze auf Weitermachen und schon sind wir mit Abschließen fertig. Die Kamera ist kalibriert, die Arbeitsfläche ist kalibriert. Alles überhaupt kein Problem. Und jetzt werden wir das Ganze nämlich mal versuchen und werden das Ganze jetzt mal anfahren, wie genau der Laser denn wirklich ist. Und ihr seht es jetzt hier schon, ausblenden nicht, nein. Ihr seht schon, dass genau meine Arbeitsfläche hier drin ist. Ich werde mal hier dieses Brett natürlich jetzt mal, nee, das lassen wir mal drauf und werden jetzt einfach mal probehalber an diese Stellen hinfahren und werden mal gucken, wie genau wir hier justiert haben. Also ich sage jetzt, ich fahre jetzt genau, geht es ja hier auf dieses Symbol hier und ich fahre genau hier in die Mitte rein und jetzt schauen wir mal, was der Laser gemacht hat und ob die Kamera richtig arbeitet. Und dazu könnt ihr dann einfach mal hier euren Feuerknopf anschalten und könnt einfach mal kontrollieren, wie genau er die Kamera kalibriert hat. So, jetzt seht ihr, absolut auf einen Millimeter genau ist er jetzt praktisch an diesen Punkt hingefahren, wo ich das Ganze jetzt hier angegeben habe. Jetzt werden wir mal einen anderen Punkt noch anfahren und schauen mal, ob das dann auch weiter woanders stimmt. Fahren wir mal genau auf diesen Strich hier, das ist so ziemlich genau drauf. Auch hier seht ihr wieder absolut genau auf den Mittelpunkt vom Strich vom Raster. Wenn es jetzt nicht zu 100% passen sollte, könnt ihr hier oben im X- und Y-Versatz könnt ihr nochmal eure Werte eintragen, also ein Zehntel, Millimeter oder sonst irgendwas. Da könnt ihr alles nochmal eintragen und könnt euren Laserpunkt hier einfach nochmal, ich sage jetzt mal, fein justieren, damit es auch 1000%ig stimmt. Jetzt habe ich mal was vorbereitet. Ich habe jetzt eine kleine Rindenscheibe hier auf die Fläche gelegt, einfach irgendwo hingeschmissen und möchte jetzt das hier genau positionieren, genau drauf anpassen und dann werden wir das Ganze mal lasern und uns das Ganze mal anschauen. Gut, jetzt kann man das einfach positionieren, wie man halt will, von der Größe her, dass es halt einfach passt, wie es euch gefällt. Ihr könnt es natürlich dann auch hier oben drehen, zum Beispiel. So zum Beispiel schaut es doch ganz nett aus. So, und das wollen wir jetzt das Ganze drauf lasern und drücken jetzt einfach mal Start, lassen wir es einfach mal loslasern und schauen uns mal das Ergebnis an, wie genau das doch funktioniert hat.
So, jetzt wollen wir das Ganze mal vergleichen hier. Ich stelle es jetzt mal daneben hier und ihr seht es schon, es ist wirklich super genau. Gut, einen kleinen Versatz habe ich noch drin, also das heißt, ich gehe noch einen Millimeter nach unten. Das kann ich aber, wie gesagt, ja im Lightburn im Versatz einstellen und schon gar kein Problem. Ihr habt es einmal eingestellt, funktioniert es immer wieder, solange die Kamera natürlich an derselben Position bleibt. Jetzt möchte ich euch noch ein cooles Feature zeigen, womit ich nur mit guten Kameras arbeiten kann. Wenn ihr jetzt so absolute billig 20 € Webcam-Kameras habt, dann wird das nicht funktionieren, weil die Auflösung einfach zu schlecht ist. Da braucht ihr schon eine Kamera mit besserer Auflösung. Ihr seht, ich hab hier ein Acrylbild, das ich auch mal gelasert habe mit dem R30, mit dem Infrarotlaser. Habe ich jetzt hier mal auf meinen Arbeitsplatz gelegt. Ich möchte zum Beispiel jetzt irgendeine handschriftlich, irgendwo ein Bild, ein gemaltes, egal was, einfach vektorisieren und ohne das Ganze einzuscannen und kompliziert zu machen. Denn hier geht es ganz einfach, das Ganze zu vektorisieren. Ich brauche jetzt hier oben nur auf Verfolgen klicken, dann öffnet sich ein Fenster. Ihr seht, er macht natürlich das ganze Bild, das wollen wir natürlich nicht. Also gehen wir jetzt ein bisschen näher ran. Klicken da oben einfach rein, was wir vektorisiert haben wollen, ziehen einen Rahmen drum. Ihr seht, hier ist jetzt nur dieses Stückchen vektorisiert. Jetzt könnt ihr es groß zoomen, ob er alles richtig vektorisiert, denn ihr könnt hier unten nämlich noch das Ganze bearbeiten. Und wenn ihr da jetzt eine schlechte Auflösung habt von der Kamera, wird das nicht gut funktionieren. Ihr seht, er macht es relativ genau. Und wie gesagt, wenn es nicht stimmt, könnt ihr hier mit diesen Sachen hier noch ein bisschen rumspielen. Hier passt's. Deshalb kann ich jetzt einfach OK klicken und schon macht er diese Vektorgrafik. Da können wir jetzt diese Vektorgrafik einfach mal ein bisschen rüberschieben, damit wir es sehen. Jetzt ist natürlich genau das vektorisiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Hirsch andersrum haben wollen, dann müssen wir jetzt nur rechte Maustaste klicken, zum Beispiel Gruppierung aufheben, mal daneben klicken, auf das Schwarze klicken und tun wir mal das Schwarze wegschieben. Und schaut mal, was da jetzt schön rauskommt. Jetzt kommt der Hirsch, das können wir löschen hier. Und jetzt kommt der Hirsch richtig schön raus, vektorisiert und man kann da schon reinfahren. Ihr seht, es ist einfach eine Vektorgrafik hier und die ist wirklich super geworden. Ihr könnt das Bild ja einfach mal vergleichen. Also ist echt top. Und wie schnell das Ganze funktioniert, eine Vektorgrafik mit irgendeinem Bild, was ihr drin haben wollt, in eurem Laser, in eurer Datei zum Lasern, wie schnell das funktioniert. Natürlich kann ich jetzt hier auch noch einige Sachen bearbeiten, wenn hier noch Fehler drin sind. Angenommen, dass hier oben irgendwo, ich weiß es nicht, ich finde jetzt da keinen Fehler. Angenommen, ihr wollt zum Beispiel dieses hier weghaben, ihr habt die ganze Gruppierung hier aufgehoben. Deshalb könnt ihr einfach hier hinklicken, sagen, okay, dieses kleine Stückchen anklicken und sagen, löschen. Und schon hättet ihr diesen Fehler draußen. Aber das war ja kein Fehler, deshalb machen wir es jetzt wieder rückgängig. Aber so meine ich, wird es funktionieren. Und wenn ihr jetzt den ganzen Hirsch wieder rumschieben wollt, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze zu markieren und rechte Maustaste gruppieren. Und schon ist der Hirsch, wenn man jetzt anklickt, ist er komplett verschiebbar wieder. Das Ganze will ich jetzt euch noch mal mit der 4K-Kamera zeigen, die ich ja selber mir angebaut habe an den X20. Und jetzt wollen wir mal reinscrollen, da seht ihr schon den Unterschied, dass wir hier definitiv einfach mehr verpixelt haben, das Ganze hier. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht funktioniert. Die Verfolgung funktioniert ganz genauso, aber ihr seht einfach mal den Qualitätsunterschied, obwohl es eine 4K-Kamera ist. Und wenn man da jetzt mal reinscrollt, sehe ich jetzt gerade hier, seht ihr das? Da sind es hier ein paar Sachen, die jetzt einfach nicht passen mit den Standardeinstellungen. Aber das ist jetzt auch kein Problem. Habe ich ja gesagt, ihr könnt da ein bisschen rumspielen mit diesen Werten hier. Und jetzt sollte das auch passen, auch hier. Aber jetzt ganz genau im Detail funktioniert es halt dann doch nicht. Wie ihr sehen könnt, die Schnauze zum Beispiel ist nicht sehr gut ausgeprägt hier. Das hat halt was mit den Pixeln zu tun. Aber wie gesagt, ihr müsst da einfach ein bisschen rumspielen. Jetzt wollen wir das Ganze trotzdem mal vektorisieren hier. Machen wir diesen Bereich und drücken OK. Jetzt habt ihr das Ganze vektorisiert. Jetzt wollen wir natürlich noch die Gruppierung aufheben und das Schwarze mal wegziehen. Und das können wir gleich löschen. Den Hirsch mal oder den mal ausblenden. Ne, blenden wir noch nicht aus. Schieben wir mal den Hirsch hier zur Seite. Und jetzt seht ihr schon, es ist halt schon ein deutlicher Unterschied da. Die Schnauze ist nicht hier wirklich richtig ausgeprägt hier. Wir haben noch ein paar Fehler drin. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also es funktioniert. Also hier seht ihr es hier oben zum Beispiel.
es ist halt nicht so krass im Detail wie bei der anderen Kamera. Schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, ob ihr schon Lightburn-Kamera-Erfahrung habt. Welche Kamera habt ihr? Habt ihr euch so eine billige Kamera gekauft, so eine 20 € Webcam? Habt ihr euch was selber gebaut? Habt ihr auch schon vielleicht so ein Kamerasystem oder wollt ihr euch eins anschaffen? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Kommen wir mal zum Fazit dieser Kamera hier. Ich muss es dazu sagen, ja Leute, ich weiß, es ist möglich mit einer 20 € Webcam, dass ihr das auch macht. Aber ihr müsst einfach bedenken, wenn ihr euch eine 20 € oder 30 € Webcam kauft, achtet auf den Winkel und ihr müsst einfach bedenken, dass die Qualität halt dann doch um einiges schlechter ist. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt zum Beispiel Sachen nicht ausrichten kann. Also es funktioniert. Das hier mit der 4K-Kamera, wie gesagt, werde ich euch auch noch unten alles verlinken. Auch diesen Arm hier, den ich mir selber gebaut habe, funktioniert auch gut. Aber ich muss dazu sagen, dass die Qualität einfach deutlich besser ist von dieser Kamera. Ihr habt es jetzt selber gesehen. Und wenn ihr zum Beispiel vektorisieren wollt, geht mit dieser Kamera auch. Mit der Billig-Webcam bezweifle ich mal, dass es so richtig gut funktioniert. Und mit der geht es halt einfach doch am besten, weil sie doch einen größeren Sensor hat. Wer das Ganze ins Gehäuse reinbauen will, geht natürlich auch. Das ist ganz klar. Ihr müsst halt dann irgendwo schon euer Gehäuse auf eine gewisse Höhe haben, aber es funktioniert genauso. Ebenso, wenn ihr jetzt Platz hinten habt am Laser, nicht so hier wie beim X30, dass der hier hinten richtig aufbaut und dann sollte die Kamera auch hinten hinpassen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt einfach mal weiterhelfen mit einer Lightburn-Kamera und die Entscheidung, ob er sich eine billige kauft, sich eine eigene baut oder doch ein fertiges System kauft. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Ich würde mich freuen über einen Kommentar natürlich. Vergesst die kleine Glocke nicht zu abonnieren, dann verpasst ihr auch kein Laservideo mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.